Herzlich willkommen, mein Name ist Marc Geber und heute bin ich hier bei dem Videodreh von Mastiff. Ja, ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Vielen Dank für deine Einladung und wir sind heute hier, um ein bisschen über Uhren zu sprechen. Ich habe eine tolle Auswahl hier vorbereitet und er ist ein großer Uhrenliebhaber und wir legen direkt los. So zu Beginn ein bisschen reinzukommen, ja, meine erste Frage, wenn du so zusammensitzt, ja, ich sehe immer bei dir so ein paar Uhren am Handgelenk. Wann ging das Ganze bei dir los und wann hast du deine erste Uhr gekauft? Nehmen wir schon auf? Ja. Ah, okay, alles klar. Tatsächlich habe ich meine erste Uhr schon mit 18 gekauft. Also ich habe eine gekauft und zwei geklaut. Das war damals noch fossil. Okay. Eine kaufen, zwei noch mitnehmen. So. Das war auf Undercover. Und damals gab es diese bei Corned Beef, diese Fleischöffner, Okay. die man dann dafür für diese Vitrinenschränke gut benutzen konnte. Und da hat man dann vorgespielt, dass man eine kauft, weil man schon zwei Stück reinstecken hat. Und somit kommst du halt mit einem guten Profil aus dem Laden raus. Okay. Also ich muss dazu sagen, ich habe immer nur Uhren getragen, die zum Outfit passen, die aber nicht vom Wert her irgendwas übersteigen, was ich nicht bin oder so, sondern wie jeder so anfängt mit G-Shock und dann so ein bisschen sich reingetraut in diesen ganzen Markt. Und die erste richtige Uhr habe ich dann von meinem besten Freund Ashraf geschenkt bekommen, eine Rolex. Sehr schön, okay. Also du warst schon immer so schon affin zu, sag ich mal, Rolex hat dir schon sehr gut gefallen in der Vergangenheit, oder? Ja, ist halt sehr, sehr edel, schön, liegt sachte am Handgelenk und hat einen schönen Schwung an der Seite. Ja, also beispielsweise bei mir, wir haben sehr viel junges Publikum und die fragen halt immer, was man so kaufen könnte, ne, wenn man jetzt gerade so 18 geworden ist. Und was ich den Leuten immer empfehle, sind halt so Basis-Sportmodelle, die halt nicht mehr gebaut werden. Beispielsweise jetzt so eine Submariner, die ist jetzt aus den 90er Jahren, hat noch diese Aluminiumlünette und ist halt ein bisschen klappriger. Was hältst du so von dem Modell beispielsweise? Moment, Zahnstocher weg. Sehr, sehr schlicht halt. Schlicht gehalten, auch für Leute, die es gerne schlicht mögen. So. Ist halt, guck mal, du bist die erste Uhr, man kann jetzt nicht irgendwas sehr farbenfrohes nehmen, weil es muss halt immer passen. Man muss immer eine gute Figur machen. Also ich denke, es ist ja auch tagesabhängig. Ich denke, diese Uhr ist alltagskonform, also super. Genau. Also das ist halt ein Modell, was man immer so tragen Auf jeden kann. Man sollte immer nur auch darauf achten, dass halt die Uhr, je nachdem mit Boxpapieren kommt, hier lohnt es sich schon, dann ein Tausender mehr auszugeben. Ne? Das ist halt so ein Thema, weißt du, unter Sammlern, die wollen immer das volle Set haben. Tausender mehr bedeutet für andere Leute weiter hochdrücken oder sich Geld ausleihen. Also Chef, die Uhren sind schon teuer. Ja, wir reden hier auf einem Level, das kann sich nicht jeder leisten. Und deswegen redet man auch gerne über solche Statussymbole. Also das ist ja, jede einzelne Uhr ist ein schöner Mercedes, wenn du so siehst. Ja, manchmal, wenn man da, muss ich auch ehrlicherweise sagen, wenn man halt tagtäglich so damit arbeitet, dann verschwindet das. Ne? Aber am Ende muss man sagen, es gibt auch Uhren für 2000 €, die sehr, sehr schön sind. Ne? Ich mag die von den günstigeren Modellen, ich will das jetzt nicht disrespektierlich behandeln, das Thema, aber von den Tag Heuer-Modellen, oder wie man das ausspricht, diese sportlichen und so, in diesem Preiskontingent finde ich das sehr, sehr schön. Also wusste ich nicht, dass dir Tag Heuer schon gefällt. Die haben ja einige Modelle mit der Monaco beispielsweise, die wir bestimmt auch hier einblenden können. Sehr traditionell, selbst Steve McQueen hatte die schon am Handgelenk. Also ist echt eine sehr, sehr schöne Marke. Ich habe jetzt heute nichts dabei. Ja. Wir haben, wenn wir mal bei der Marke Rolex bleiben, wir haben hier beispielsweise noch die Daytona. Das ist die Uhr aus der Kollektion. Ne. Das ist so das gefragteste Modell mit dem weißen Ziffernblatt gerade. Ich glaube, das ist die, wo ich bei 4 Blocks anhatte. Ja, genau. Das war die Uhr. Also bist du da so auf dem Laufenden? Also was jetzt viele nicht wissen, es gab halt, oder man kennt die natürlich auch aus dem Dreh von 4 Blocks und... Latif, ja. Genau. Und was jetzt, es gab halt von einer Seite, ne, da wurde halt gepostet, dass du jetzt keine echte Uhr am Handgelenk hast. Was die Leute jetzt im Hintergrund natürlich verstehen müssen, ist, es ist ein Action-Dreh, also es passiert da sehr viele Sachen und man kann jetzt nicht seine private Uhr am Handgelenk haben. Was ich dazu sagen muss, also Chef, sorry, wenn ich dich schon unterbreche, aber man gibt ja da so eine Versicherung ab, dass man seine eigenen symbolischen Sachen nicht mitbringen soll ans Set, da die verloren gehen oder wenn die kaputt gehen, wird das halt von der Versicherung nicht übernommen. Deswegen werden die halt Uhren zur Verfügung gestellt, dass wenn was passiert oder so, dass du wirklich einfach nur ausziehst und die nächste anziehst und so. Und da hat man mich auf jeden Fall am Set, also ich habe mich da fotografiert und das Bild haben die dann übernommen und sozusagen, guck mal, wir haben den massiv erwischt, den kleinen Fettsack. Aber wiederum habe ich auch sauber darauf geantwortet und habe gesagt, selbst ein G-Shock lässt mich stabil aussehen. Und trotzdem wollte ich halt sagen, so hallo, besser recherchieren, bevor man ein Mann gegen die Wand hauen will. So. Weil manchmal ist es in dieser Szenerie, in der wir leben, halt auch nicht schön, dass man sagt, so guck mal, das ist alles fake bei ihm. Also
ich lasse mich auch gerne blicken ohne Uhren oder so. Also ich bin ein geerdeter Mensch, bodenständig und das will ich auch nach außen tragen. Und ich will mich nicht irgendwie an die Wand stellen lassen und mich bewerten lassen anhand einer Uhr. Ja. Also ich bin mehr als das. Also es ist auch sehr wichtig, dass man jetzt nicht eine Uhr als Vorwand nimmt, ja, dass man dadurch ein besserer Mensch ist. Die Sachen sind alle wunderschön. Wir haben hier sehr tolle Modelle auf dem Tisch liegen. Trotzdem macht mir die Seite auch Spaß. Also ich habe ja da selbst rumgescrollt und habe gesagt, geil, was geht denn da ab? Was hast du eigentlich heute am Hand gelegt? Das ist eine Breitling. Passend zum Dreh, eine Iced Out. Ja, wir haben hier, das ist die, was ist das, Super Ocean oder? Kein Plan. Ein G-Shock umgebaute Breitling. 46 mm, enorm groß, ja, mit einem Pavé-Setting. Sehr, sehr schön gemacht. Also im Detail. Von den Schutzelhöfer-Jungs aus Österreich. Credits, Sehr gute Jungs, super Familie. Ich bin auch super mit denen befreundet, mache auch viele Sachen mit denen. Und das ist Tolles so Modell. eine Sache, die wir zusammen so. Ist halt schwer, ne? Wenn man so eine große Uhr haben will, was man sonst so nimmt. Weil egal, was wir anderes nehmen, sagen wir, man guckt sich jetzt die Daytona an, das ist so eine Rainbow Aftermarket. Da hat man als Basismodell eine Rosé genommen und hat dann das dann veredelt mit den Saphiren auf der Lünette. Eins der schwierigsten Modelle zu bekommen im Originalbesatz. Und, Die ist wunderschön, muss man echt dazu sagen. Ey. Ne, echt, jetzt ohne Spaß. Ey. Da gibt es so einen kleinen Insider, aber der ist wirklich, also das ist auf jeden Fall ein Brett. Das ist ein Ferrari, aber ein neues Modell. Ja. Hast du eigentlich irgendwelche Pläne? Willst du irgendwie nochmal was Neues haben? Oder hast du eine Uhr, wo du sagst, das würde ich irgendwann mal gerne haben wollen? Also ich bin wunschlos glücklich. Aber gefällt dir zum Beispiel, im letzten Jahr war ja die Nautilus insgesamt das Hype-Thema. Ne? Die Nautilus, sowas toucht dich jetzt nicht? Nein, also ich habe sie am Handgelenk deines Bodyguards ein bisschen schöner gefunden als an diesem Schaumstoffding. Aber auf jeden Fall schön, aber also gib mir jetzt nicht so den Kick so. Aber ich verstehe auch den Hype dahinter. Also so. Bei diesen Uhren ist es momentan halt noch immer so, auch wenn der Preis tendenziell, die lag mal, muss man sich vorstellen, bei 120.000 € im Graumarkt. Der Listenpreis liegt unter 60.000 €. Momentan wird die im gebrauchten Zustand verkauft um die 80. Das heißt, wir haben immer noch einen deutlichen Aufpreis im Graumarkt. Und das ist so die Uhrendynamik, ne, die aktuell herrscht. Mit Sicherheit eins der Konkurrenzprodukte wäre jetzt Audemars Piguet. Und ich verwechsel die beiden. Ja, also verwechsel weißt die du, absolut. das Lustige ist, dass diese Uhr vom Design her von Gerald Genta herausgebracht wurde, 1974. Der hat die Uhr für Audemars Piguet gemacht. Und dann kam Patek hinterher und hat gesagt, pass auf, du hast einen sehr, sehr guten Job gemacht, mach uns bitte nochmal genau dasselbe. Und Gerald Genta hat beide Uhren designt. Darum ist das auch relativ ähnlich vom Look her. Ja genau, das habe ich ja gemeint. Auch das Ziffernblatt ist ja dunkel gehalten. Und also gerade jetzt bei diesen zwei. Aber eine Frage jetzt, anhand der Thematik, die momentan halt überall rumgeht. Wertanlage hin oder her. Patek Philippe oder Audemars? Also, wenn du mich persönlich fragst, ich stehe momentan eher hinter der Marke und auch die Leute, die mir folgen und die Marktdynamik spricht eher für Audemars Piguet. Die haben von der Vertriebsstruktur einiges verändert. Das heißt, es gibt nur noch Boutiquen. Wo sitzen die? Frankreich? Nee, also die kommen auch aus Le Brasseur, aus der Schweiz und hatten vorher halt Konzessionäre. Das heißt, ähnlich wie bei Rolex konnte man in eine Stadt gehen, da gab es ein Juwelier und da konnte man Audemars Piguet erwerben. Heutzutage ist das nicht mehr möglich. Das heißt, man kann ausschließlich in Frankfurt bei der Boutique diese Uhr kaufen und dadurch gibt es keine Rabatte mehr. Das ist ganz, ganz spannend und der Preis ist extrem teuer geworden. Wenn wir jetzt noch zur letzten Uhr kommen, ja, das würde mich aber gerne, da würde mich gerne interessieren, was du davon hältst. Wir haben hier eine Richard Mille dabei, die Barbara Watson in Weiß Keramik. Etwas ganz, ganz Besonderes. Ich muss dir so sagen, ne? Also mein Herz beispielsweise schlägt für diese Uhr. Sieht halt aus wie so ein kleines Transformer-Kriegsgebiet. Ja, genau. So, ja? Ja, ein bisschen. Aber mein Freund Farid hat die ja auch. Ich weiß jetzt nicht, ob es das Modell ist. Die RM11 damals Ja, gekauft, genau. Der hebt die in jedes Bild. Steht ihm auch super. Die ist noch mal größer. Seine ist größer, ja. Genau. Gestern hat Takeshi 69 oder wie der heißt, hat ja an jedem Armgelenk 3 Stück angehabt. Der hatte zum Beispiel- Komplett besteint. Ja? Genau, der hatte seine, die RM11, in Iced Out. Genau. Wie viel hat eine gekostet, die er anhatte? Der Preis variiert sehr, also ich möchte nichts Falsches sagen. In seinen Videoaussagen waren es 500.000, aber sehr, sehr spannende Uhr. Was ganz Neues und auch hier zeigt sich mal wieder, ne, wenn der Vertriebsweg so eingeschränkt ist, man kann nur in den Hauptstädten an so eine Uhr rankommen und die machen nur 3.500 Uhren für die Welt. Das ist was ganz Besonderes. Ah, echt? Mhm. Das heißt, wenn man davor steht und man möchte sowas kaufen, dann kommt man in der Regel nicht dran und darum muss man dann halt zum Graumarkt. An dieser Stelle, ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich möchte dich auch jetzt nicht aufnehmen. Nein, um Gottes Willen. Also ich muss aber auch dazu jetzt nochmal erläutern, dass ich überhaupt kein Uhrenfachmann bin. Aber hat Spaß gemacht, hier ein Und bisschen ich darüber bin zu auch kein Uhrenfeinschmecker.
Und ich kann wirklich nicht unterscheiden, welche jetzt teurer ist oder nicht, aber Wenn du dir hier eine aussuchen könntest, welche würdest du nehmen? die teuerste. Nein, jetzt nicht deswegen, sondern so rein optisch. Guck mal, zum Beispiel, ich habe dir auch hier sowas mitgebracht, Sky Dweller, sehe ich bei dir persönlich in Stahlgold auch. Ja, sieht sehr schön aus. Oder hier so eine Sea Dweller, die ist jetzt erst vor kurzem rausgekommen in Stahlgold, 43 mm. Ich würde dann eher schon die nehmen. Also, nee, also die ist ja wirklich sehr, sehr außergewöhnlich schön. Also von den Farben und so weiter. Von den Farben, Ja. es macht echt was her. Die Bearbeitung, also man merkt auch, du hast was in der Hand. Also da ist echt, Im Gold geht schon ab. ja, das geht schon. Ist es Gold oder ist es Ja, Roségold. Roségold, ja. Damit verabschieden wir uns. Ja, hier geht's weiter mit dem Dreh und ja, ich freue mich, dass ihr zugeschaltet habt und wenn euch der Content gefallen hat, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Folgt ihm, es ist alles in der Beschreibung verlinkt und dann sehe ich euch beim nächsten Mal.